In diesem Video zeige ich die Wanderung entlang des Deutsch-Herren-Weges an der Mosel in Zeltingen-Rachtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Rachtig, ein idyllischer Ortsteil der Doppelgemeinde Zeltingen-Rachtig an der Mittelmosel, ist ein charmantes Weindorf mit jahrhundertealter Geschichte. Umgeben von sanften Hügeln, gepflegten Weinbergen und traditionsreichen Fachwerkhäusern erzählt das Dorf eine eindrucksvolle Geschichte, die eng mit den deutschen Orten verknüpft ist. Im Zentrum von Rachtig liegt der historische Deutsch-Herrenhof, ein stattliches Anwesen, das seit dem Mittelalter von großer Bedeutung für die Region war. Im 13. Jahrhundert wurde der Hof dem Deutschen Orden übergeben, der hier ein wichtiges Verwaltungszentrum errichtete. Die prächtige Anlage mit dem großen Gutshof, der alten Kälteanlage und dem markanten Portal ist ein architektonisches Kleinod und bietet einen authentischen Einblick in das Leben und Wirken des Ritterordens an der Mosel. Heute ist der Deutsch-Herrenhof nicht nur ein kulturhistorisches Denkmal, sondern auch ein Ort der Begegnung. Im Gebäude sind ein Hotel, Veranstaltungsräume und Ausstellungen untergebracht, die Besuchern die Geschichte Rachtigs und des Ordens näher bringen. Direkt am Hof startet zudem der Deutsch-Herren-Weg, ein rund 7 Kilometer langer Wanderweg, der Wanderfreuden, Natur, Kultur und Weitblicke gleichermaßen bietet. Der Weg ist gut ausgeschildert, abwechslungsreich und führt durch einige der schönsten Flecken dieser einzigartigen Mosellandschaft. Bevor man die Höhen oberhalb von Rachtig erreicht, führt ein besinnlicher Kreuzweg durch das Dorf und hinauf zur Weinbergslandschaft. Beginnend nahe des Deutsch-Herrenhofs schlängelt sich der Weg vorbei an gepflegten Vorgärten, alten Mauern und typischen Winzerhäusern. Die Stationen des Kreuzwegs sind kunstvoll gestaltet und laden zur stillen Betrachtung ein. Auf dem letzten Stück des Weges gelangt man zu einer kleinen malerischen Kapelle, die idyllisch unterhalb des Hochmoselübergangs liegt. Die Kapelle bietet nicht nur einen Ort der Ruhe, sondern auch einen ersten eindrucksvollen Blick auf das Moseltal. Umgeben von Reben und Natur steht sie wie ein stiller Wächter zwischen Tradition und Moderne mit dem imposanten Brückenbauwerk im Hintergrund, das einen starken Kontrast zur historischen Stimmung des Ortes bildet. Sobald man die Anhöhen oberhalb von Rachtig erreicht hat, öffnet sich eine ganz andere Welt. Weite Weinberge, sanft geschwungene Wege und grandiose Ausblicke machen diesen Teil des Deutsch-Herren-Weges zu einem besonderen Erlebnis. Der erste Höhepunkt ist der Blick auf das Kloster Machern, das auf der anderen Moselseite liegt. Majestätisch eingebettet zwischen Wald und Fluss leuchtet das ehemalige Kloster mit seiner barocken Fassade in die Sonne hinein. Der Weg schlängelt sich weiter durch die Weinberge, vorbei an Rebhängen, Trockenmauern und kleinen Wegkreuzen. Immer wieder trifft man auf sogenannte Wingertshäuschen, kleine Hütten, die früher den Winzern als Wetterschutz und Lager dienten. Viele davon wurden liebevoll restauriert und laden heute zu kurzen Pausen ein. Einige bieten sogar Sitzgelegenheiten oder Informationstafeln zur Geschichte des Weinbaus in der Region.
Ein weiteres Highlight ist der sogenannte Römerkelter, eine Nachbildung einer römischen Traubenpresse, die an die uralten Weinbautraditionen in der Moselregion erinnert. Wer sich für Archäologie und Geschichte interessiert, bekommt hier anschaulich erklärt, wie schon vor über 1500 Jahren Wein hergestellt wurde. Der Weg verläuft dann entlang des Randes der Zeltinger Sonnenurweinberge, einer der berühmtesten Lagen der Mittelmosel. Die steilen Hänge, die sich fast senkrecht zur Mosel neigen, sind beeindruckend und zeigen die mühevolle Handarbeit, die hinter jedem Wein steckt. Hier oben lässt sich der Wechsel der Jahreszeiten besonders intensiv erleben. Im Frühling zarte Reben, im Sommer sattes Grün, im Herbst ein goldenes Farbenmeer. Ein Aussichtspunkt mit einer kleinen Bank bietet schließlich einen perfekten Rundumblick über das Moseltal, mit Zeltigen-Rachtig im Vordergrund, dem Fluss, der sich in sanften Bögen durchs Tal windet, und den Bergen, die in der Ferne in Blautönen getaucht sind. Der Rückweg führt leicht absteigend durch ein kleines Wäldchen, vorbei an einer Schutzhütte und zurück ins Dorf. Der Weg ist nie eintönig, stets begleitet von der beruhigenden Stille der Natur und dem Duft der Reben. Wieder im Tal angekommen, lohnt sich ein Abstecher in den Ortsteil Zeltingen, der direkt an der Mosel liegt und für seine lebendige Weinkultur bekannt ist. Der historische Ortskern mit seinen engen Gassen, kunstvollen Fachwerkhäusern und zahlreichen Weingütern lädt zum Schlendern und Verweilen ein. Besonders zur Zeit der Weinfeste wird der Ort zur Bühne für Musik, Kulinarik und moselländische Lebensfreude. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Zeltinger Hof, ein traditionsreiches Hotel mit einem stilvoll gestalteten Innenhof, dem sogenannten Markusplatz. Hier wurde der Moselverlauf künstlerisch in den Boden eingelassen, eine eindrucksvolle Hommage an den Fluss, der das Leben in Zeltingen-Rachtig seit jeher bestimmt. Bei einem Glas regionalen Rieslings lässt sich auf diesem Platz die Wanderung wunderbar Revue passieren, mit dem Gefühl, inmitten von Natur, Geschichte und Genuss angekommen zu sein. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.